Von mir gibt es heute einen kleinen Temu-Haul. Ich bestelle mir eigentlich zu Black Friday immer meinen Topcoat auf Vorrat. Und dieses Jahr habe ich dann leider feststellen müssen, dass es den nicht mehr gibt. Den hier hatte ich mir beim letzten Mal, wo ich auf Temu bestellt habe, mal mitgenommen, um einfach mal zu gucken, wie der ist. Und finde den von der Konsistenz her und auch von der Verarbeitung sehr angenehm. Und dann habe ich gesehen, dass man hier auch 50 Milliliter für 10 Euro von dem kriegt. Und deswegen dachte ich mir, übergangsweise oder vielleicht auch generell, mal gucken, werde ich jetzt erstmal den hier benutzen. Ich habe den auf dieser Hand schon mal aufgetragen, um abschließend nochmal zu versiegeln, nachdem ich den Strass geklebt habe. Und nach 2 Wochen jetzt kann ich auf jeden Fall sagen, dass der schon Kratzer drin hat und auch so ein bisschen stumpfere Stellen, ne? Aber hier drüben habe ich einen anderen Topcoat aufgetragen, den ich mir auch neu geholt hatte, um ihn mal auszuprobieren. Und ja, was soll ich sagen, der sieht prinzipiell so ziemlich genauso aus. Der hat genauso Kratzer drin, der hat genauso stumpfe Stellen und der von Temu ist prinzipiell noch ein bisschen günstiger. Das hier war jetzt auch nie der teuerste, da waren glaube ich auch 15 Milliliter für knappe 10 Euro, was ich absolut in Ordnung finde. Aber wenn ich jetzt hier natürlich 50 kriege für 10 Euro, ist das natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Deswegen werde ich jetzt erstmal den von Temu benutzen. Ich finde, so qualitätsmäßig nimmt sich das jetzt nie wirklich viel zu dem hier aus der deutschen Produktion. Ja, und den Strass hatte ich ja geklebt mit diesem Rhinestone Glue Gel von Born Pretty, das hier. Und wie gesagt, die sind jetzt 2 Wochen lang drauf. Man sieht auch schon, die haben einiges mitgemacht, die Nägel. Ich muss halt teilweise auch viel mit den Händen machen. Hab da zwar immer Schutzhandschuhe an, aber das stresst die Nägel, sage ich mal, trotzdem schon so ein bisschen. Worauf wollte ich hinaus? Der Strass hat richtig gut gehalten. Ich habe hier jetzt bei den in der Mitte nur das Glue Gel verwendet. Und ja, wie man sieht, es sind noch alle Strass dran. Und auch hier, da habe ich dann nachträglich natürlich noch mal so ein bisschen versiegelt, auch wegen den Perlen. Die hatte ich mit Topcoat befestigt. Also es ist nur hier eine Kuller abgegangen. Ansonsten hat das wirklich sehr, sehr gut gehalten. Also da bin ich auch absolut begeistert von diesem hier. Und ja, das nur mal nebenbei. Das hatte ich mir ja mal in einer früheren Temu-Bestellung mitgenommen. Genau. Und ich hatte mir solche süßen leeren Nagellackfläschchen mitbestellt, um den Topcoat da drinnen abzufüllen. Also ich habe jetzt hier 3 im Set gehabt. Werde jetzt aber, denke ich mal, erstmal nur eine befüllen. Und ja, die fand ich so süß mit den Schleifen. Und da kann ich ja jetzt gleich mal eine zusammenbauen und dann kann ich auch mal den Topcoat da einfüllen. Da kann man gleich mal gucken, wie das so klappt. So, hier sieht der Pinsel aus. Und ich würde jetzt mal sagen, dass man das ganz easy so hier machen sollte, dachte ich zumindest. Aber Moment mal, ist es jetzt easy oder nie? Ah ja, okay. So sieht die jetzt erstmal aus. Finde ich richtig niedlich mit der Schleife. Klar, man sieht hier jeden Toucher drauf, aber ich finde es einfach süß. Und ja, das hat mal super gut geklappt. Und jetzt kommt der Topcoat. Der hat noch so eine Spitze dabei gehabt. Da muss ich hier vorne irgendwie jetzt erstmal ein Loch reinmachen. Schade, ich dachte, das wäre vielleicht wie so ein bisschen vorgestanzt, dass man hier nur leicht drücken muss und dann würde dieses runde Ding hier in der Mitte rausfallen. Ich habe es jetzt mit der Schere abgeschnitten und keine Ahnung, das ist ja irgendwie so komisch doppelt. Aber Hauptsache ein Loch drin und dann müsste man das ja jetzt benutzen können.
Okay, das hat jetzt richtig gut geklappt. Man muss drauf drücken und dann kommt das Produkt raus. Und schwuppdiwupp hat man sich hier einen Topcoat easy abgefüllt und in so einer richtig süßen Flasche drin. Also das finde ich erstmal sehr, sehr cool. Und dann kann man das hier ja eben auch wieder abnehmen. Vielleicht so ein bisschen noch von innen sauber machen und dann kann man sich den Rest erstmal so in die Schublade stellen. Und dann könnte man den hier immer wieder auffüllen oder wenn das dann irgendwann so verdreckt ist, sich noch eine andere Flasche befüllen. Ja, finde ich erstmal richtig cool. Ich benutze den dann hier gleich mal noch, dass wir auch mal gucken können, ob sich das schön auftragen lässt mit dem Pinsel. Ich mache jetzt immer weiter mit den Lacken. Ich habe mir hier noch 2 Basics bestellt. Sowas kann man halt immer gebrauchen. Das ist hier ganz normal schwarz und weiß. Und wenn es halt nie gut ist, dann kann man es auch immer noch benutzen, wenn man nur mal was ausprobieren will. Konsistenz ist erstmal, naja, so dünn bis mittelviskos, würde ich jetzt mal sagen. Der Auftrag war jetzt richtig angenehm, ließ sich gut machen. Brauche auf jeden Fall noch eine zweite Schicht. Aber so jetzt erstmal, finde ich, sieht das sehr gut aus. Den tue ich jetzt schon mal an die Lampe und trage in der Zeit schon mal den schwarzen hier auf. Also die sind schon eher so ein bisschen auf der flüssigeren Seite, was jetzt an sich nicht ganz so meins ist, aber vielleicht sind die ja trotzdem gut, so dass ich sage, ja doch, kann man machen, benutze ich. Der ist, würde ich sagen, sogar noch ein bisschen dünner als der weiße. Aber trotzdem, der Auftrag ist auch absolut in Ordnung. Brauche auch noch eine zweite Schicht, definitiv. Das ist jetzt das Weiß in 2 Schichten. Zieht sich jetzt hier nie super glatt. Hier oben ist so ein bisschen huppelig, aber so an sich finde ich es jetzt trotzdem erstmal sehr gut und muss man halt mal gucken, wie sich das auf den Nagel verhält. Ja, finde ich aber jetzt trotzdem erstmal in Ordnung. Das ist jetzt das Schwarz und es sind 2 Schichten auch deckend, genauso wie das Weiß. Die tun sich jetzt nie von selbst so super glatt ziehen, wenn es irgendwo vielleicht ein bisschen zu viel aufgetragen ist. Oder ja, wenn man jetzt halt so macht, dass die sich so ein bisschen schön noch zurecht rücken. Das machen sie jetzt eher nie. Das heißt, man muss halt ein bisschen gucken, wie man die aufträgt. Ich hatte mir auch gleich noch ein paar Zilletten mitbestellt und ich cleaner ja eigentlich zu 90% immer wegen, ich will die Farbe nie im Topcoat haben. Das sind jetzt welche, die hat ich mal von Just Nails, glaube ich, mitbestellt. Die sind schon so ein bisschen weicher und dünner als die hier. Die sind eher so ein bisschen fester, aber mal gucken, wie sich das jetzt gleich so machen lässt. Erstmal den weißen. Ja, die sind halt schon so ein bisschen stiff, sag ich mal. Aber tun, was es sollen. Und jetzt mache ich mal hier diesen Topcoat drauf. Ich meine, wie der Topcoat ist, weiß ich ja eigentlich schon, aber mal gucken, wie der Pinsel sich so verhält. Ja, finde ich richtig gut. Hat man hier so einen kleinen Schnickschnack noch an der Flasche. Sowas mag ich schon immer ganz gerne. Die Gellacke hier, die finde ich schon in Ordnung. Jetzt gucke ich gerade hier. Ist das hier richtig feste geworden? Nee, okay, ist es nicht. Also bei dem Schwarzen muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man den ganz dünn aufträgt. Ja, werde ich, denke ich mal, eher für nur so, wenn ich mal Entwürfe machen will, also irgendwas ausprobieren auf einen Tipp benutzen. Aber dafür will ich ja nun auch nie unbedingt einen nehmen, der jetzt sonst wie viel kostet. Weil ich habe hier den von Passione, den hier, und den finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Es ist jetzt vielleicht auch nie das Nonplusultra, deswegen versuche ich immer mal oder teste ich immer mal verschiedene aus, wenn sich's mal anbietet, um dann irgendwann vielleicht den ultimativen schwarzen oder weißen Lack zu entdecken. Aber der kostet halt schon auch ein bisschen mehr und für Ausprobieren nehme ich dann schon gerne günstigere Sachen. Also der weiße hier ist komplett gehärtet. Ja, keine Ahnung, war das jetzt wirklich so dicke? Weiß ich jetzt nicht genau, aber wahrscheinlich schon. Also bei dem schwarzen muss man ein bisschen aufpassen. Ich mache mal hier weiter mit den anderen Lacken. Da habe ich hier die 3. Die trage ich jetzt
auch alle mal auf. So, hier ist er jetzt fertig ausgehärtet und in 2 Schichten aufgetragen. Der hat sich schön glatt gezogen und ist komplett ausgehärtet, auch wenn ich den jetzt so ein bisschen satter auftragen musste, weil der relativ dick in der Konsistenz ist, fast schon ein bisschen zu dick für meinen Geschmack. Der hat keine Schwitzschicht, also könnte man jetzt rein theoretisch so lassen. Und ja, ist in Ordnung. Ist auch nie das absolute Nonplusultra, aber für den Preis kann man jetzt nie meckern. Das war die Nummer. So, jetzt kommt dieser hier. Der ist ein bisschen dünner von der Konsistenz her. So, hier ist er jetzt, auch in 2 Schichten und komplett ausgehärtet. Der hat auch keine Schwitzschicht, also fand ich jetzt vom Auftrag her ein bisschen angenehmer als den davor, weil der nie ganz so feste ist. Ja, an sich kann man da jetzt erstmal nichts Schlechtes drüber sagen. Die Farbe ist jetzt nicht super außergewöhnlich, ist halt so ein, naja, Babyrosa, vielleicht so ein bisschen in Richtung noch Peach Nude gehend. Ja, ist solide, sagen wir es mal so. Und jetzt kommt noch dieser. Das ist so ein Nude-Ton. Das ist jetzt eine Schicht und der ließ sich gut auftragen. Der ist so auch eher so mittelfest. Die Farbe finde ich sehr schön. Ich tue den jetzt mal in die Lampe und mache noch die zweite Schicht und dann zeige ich euch den nochmal abschließend. Hier ist er jetzt fertig in 2 Schichten. Der hat eine klebrige Schicht, den müsste man auf jeden Fall dann nochmal versiegeln. So richtig glatt ziehen tut er sich nie. Das sieht man gerne hier oben an den Stellen, wo man mit dem Pinsel anfängt aufzutragen. Man muss sowieso, finde ich, immer dann schauen, wie sich so Lacke dann nochmal auf den Nagel verhalten, ob das eben taugt oder eben nie. Das ist so jetzt erstmal relativ schwierig zu beurteilen, wenn man hier nur mal die Farben auf den Tipp swatcht, weil wenn der natürlich dann vielleicht komisch aussieht auf dem Nagel, weil er vielleicht ja eben so ein bisschen uneben ist, dann ja, ist das natürlich nie so toll. Aber so jetzt erstmal vom Auftrag her und die Farbe finde ich schon okay. Und ich wollte jetzt auf dem gleich mal dieses hier probieren. Ich habe das jetzt nämlich gerade schon mal aufgeschnitten und das ist hier dieses so neumodische Pastengel, würde ich jetzt mal schätzen. Hier ist jetzt eine Schicht und man muss jetzt schon immer ziemlich oft nochmal von der Paste nachnehmen, aber man kann das auf jeden Fall Full Cover auftragen. Ich mache jetzt hier noch eine Schicht drüber, um dann mal zu gucken, wie das komplett deckend aussieht. Das jetzt dafür gedacht ist, das hier so Full Cover aufzutragen. Glaube ich bald nie. An sich habe ich jetzt aber auch schon gesehen, dass so eine pastenartigen Gele hier mit solchen Holzstäbchen zum Beispiel aufgetragen wurden. Wenn man das jetzt nur so punktuell haben möchte. An sich ist das auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Kann man halt mal so ein bisschen mit rumprobieren. Hier ist es jetzt fertig ausgehärtet und das hinterlässt keine klebrige Schicht. Es kommt eher so ein bisschen rau raus, also das hat so eine ja ganz eigene, naja, Oberfläche ausgebildet. Das ist so richtig so ein bisschen rau und da dachte ich mir dann,
Da könnte man ja auch so einen 3D-Effekt erzeugen. Das ist auch feste geworden. Also sowas geht auch. Wenn man jetzt zum Beispiel, ja, dann noch so ein bisschen steinmäßig hier drumherum umspielen will. Und das ist dann so wie die aufgebrochene Stelle des Steins, die dann so ein bisschen 3D-mäßig ist. Ich mache hier nochmal ein bisschen Topcoat drüber, dass man einfach nur mal gucken kann, wie das versiegelt aussieht, aber ich glaube, Fullcover ist das jetzt an sich nicht zwingend vorgesehen, um das da so zu verwenden. Das funkelt wirklich sehr schön, muss ich sagen. Das sieht schon auch echt gut aus. Also, ja, finde ich eine ganz coole Sache. Ich habe mir dann mal wieder noch einen neuen Magneten mitgenommen und zwar sind das hier so ganz viele kleine Kullern. Die kann man ja beliebig aneinandersetzen oder auch auseinandernehmen. Fand ich ganz witzig. Gucken wir jetzt gleich mal, was die für ein Muster erschaffen. So, das Cat-Eye ist drauf und ich halte die jetzt erstmal einfach mal so hier drüber. Mal gucken. So, jetzt nicht sehr beeindruckend. Ich mache das nochmal. Oh, okay, das finde ich ganz cool. Man kann hier so ein, naja, wie würde ich denn das jetzt mal nennen? So ein Tierschuppenmuster oder sowas in der Art hier erstellen. Dann gucken wir mal nochmal, was die so machen, wenn man die als Ring nimmt. Das ist echt cool. Ich habe jetzt hier noch mal gerade kurz ein bisschen damit rumgespielt, beziehungsweise als ich die jetzt gerade in meine Magnetbox getan habe, diese Kullern, da sind die hier so dran und da dachte ich mir, kann man ja mal gucken, was das so macht. Und da kann man hier auch wirklich so coole Schnörkelmuster auf den Nagel machen. Dann hatte ich mir hier noch so einen kleinen Pinsel bestellt, den man dann an den Finger dran machen kann. Der lässt sich unten nur so ein bisschen öffnen für den etwas breiteren Finger, um wenn man halt hier so am Fräsen ist und am Tun und Machen, dass man dann kann so hier schnell den Staub entfernen und das fand ich irgendwie eine ganz witzige Idee, weil manche tun sich ja hier hinten so eine Bürste an den kleinen Finger hängen, aber ich weiß nicht, ich bin da meistens irgendwie so aufgestützt, das würde ich ein bisschen eher störend finden, aber sich immer die Bürste hier zu nehmen und so zu machen, ist auch eher nervig, deswegen dachte ich mir, ich probiere das mal aus, ob das cool ist. So finde ich es jetzt erstmal auf jeden Fall ganz witzig. Das ein oder andere Haar kommt eben hier schon erstmal entgegen. Ja, die sitzen nicht ganz so fest, aber okay, man muss ja auch nie dran ziehen. Also mal gucken, wie der dann so funktionieren wird. Ich denke mal ganz gut, wird dann halt nur eher die Frage sein, ob mir das taugt oder nicht. Genau, dann habe ich hier noch so einen kleinen Schnickschnack, sag ich mal, für die Nägel zum Dekorieren. So, hier habe ich zu Demonstrationszwecken mal einen drauf gemacht. Und so finde ich es auf jeden Fall erstmal richtig cool. Muss mal gucken, wie ich die eventuell mal kombinieren werde. Ich dachte, die wären ein bisschen feiner. Also dass die vom Durchmesser nicht ganz so groß sind einfach. Aber ja, mal gucken. Außerdem dachte ich eigentlich auch, dass die unterschiedlich lang sind. Sind sie jetzt aber gar nicht. Ich dachte, ich könnte dann so ein bisschen variieren mit längeren und kürzeren, um vielleicht irgendwie ein cooles Muster zu erschaffen. Tue ich auf jeden Fall mal ein bisschen damit rumspielen und vielleicht kommen die ja bei irgendeinem Design mal zum Einsatz. Dann hatte ich ja hier noch diese kleinen Strasssteine, die sind in so einer Karo-Form. Und die sehen jetzt auf den ersten Blick richtig schön aus, also so richtig funkelig und hochwertig. Schütte ich jetzt hier noch mehr raus auf die Gefahr hin, dass das komplett schief geht oder reicht nur zu Anschauungszweck? Ich glaube, ich lasse das mal lieber. Hier sieht man die. Die gefallen mir richtig gut. Dann habe ich mir hier noch so ganz viele, waren in einem Set so Holo-Glitzer mitgenommen. Beziehungsweise der blaue ist jetzt eher nur so blau, der ist nur rot. Die hier sind so ein bisschen so, na so eher in die Holo-Richtung gehend. Und das sind jetzt hier halt Haufen verschiedene Farben drinne.
Was, naja, ja nie schaden kann. Da hat man eine richtig schöne große Auswahl und manchmal braucht man eben das Blau, was da passen muss oder eben das Pink und, Moment, sind die gleich? Nee. Und da gibt es dann halt hier zum Beispiel ganz feine Nuancen, wo die sich unterscheiden und da passt dann vielleicht das eine doch besser als das andere. Worauf will ich hinaus? Dass man erstens nie zu viel Glitzer haben kann und zweitens es ganz gut ist, wenn man halt ja so viele Farben zur Auswahl hat, um das Perfekte zu kombinieren. Ja, habe ich mir einfach mal mitgenommen, finde ich, kann man immer mal gebrauchen. Und da habe ich mir nämlich noch solche leeren Döschen dazu gekauft. Im Fall ich mal der Meinung bin, mir hier vielleicht verschiedene Glitzer reinzumachen und die dann mit vielleicht ein bisschen Topcoat oder so zu mischen, um die dann besser auftragen zu können. Da kann man sich nämlich dann sein eigenes Glitzergel mischen. Dann habe ich mir hier noch 2 Stempelschablonen mitgenommen. Da werde ich jetzt gleich mal das ein oder andere Motiv noch ausprobieren. Ich bin jetzt mal mit Aceton hier drüber, deswegen sieht die jetzt auch so ein bisschen verschmiert aus. Ich werde jetzt hier mal das ausprobieren. Das sieht sehr interessant aus. Weiß nicht, hatte jetzt irgendwie das Gefühl, ich muss hier öfter drüber. Hier unten ist es ein bisschen... Da habe ich jetzt ewig und 3 Tage hier probiert, dass das scharf wird. Und ich habe mich auch vorhin schon gewundert, warum das hier nicht so richtig geklappt hat. Und da hatte ich noch einen manuellen Fokus eingestellt. Oh nee, ich hoffe, dass man in dem Video irgendwie was erkennt, weil ich jetzt die ganze Zeit so gefilmt habe. Von da, oh nee. Muss ich dann mal gucken, ob das so geht. Werde ja dann sehen, ob ich das Video so hochlade oder nochmal neu machen muss. Na gut, okay. Das ist hier nicht so clean geworden, hier unten. Deswegen, ich hatte ja gerade schon gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss voll oft da drüber gehen. Ich probiere das jetzt nochmal. Manchmal ist es ja auch so, dass wenn die Schablone bzw. der Abzieher hier nicht richtig sauber ist, obwohl ich das ja eigentlich gerade gemacht hatte, und dass dann hier zu viel irgendwie Zeug dran klebt, was verhindert, dass die Kante richtig scharf ist und man dann hier nie mehr sauber abziehen kann, dann kann halt sowas passieren, dass noch zu viel Farbe drauf ist und dadurch das Motiv unsauber rauskommt. Ich dächte aber eigentlich, dass ich das gewissenhaft gemacht habe, aber ich probiere es jetzt einfach nochmal mit demselben Motiv. Nehmen wir noch ein bisschen eine andere Richtung. Und jetzt bin ich gespannt. Ich habe auf jeden Fall die Farbe gründlicher abgetragen. Man hat sehr viele so eine kleinen Lücken drin. Kann man wahrscheinlich trotzdem ganz cool kombinieren, aber ist jetzt nie so super exakt von der Schablone auf den Nagel übertragen worden. Ich mache jetzt mal einfach noch das daneben. Sowas mag ich auch immer gerne, so eine abstrakten Muster. Weil die Motive sind jetzt so vom Gefühl her schon eher so ein bisschen tiefer eingelassen. Man muss schon relativ viel Farbe nehmen, um diese Muster zu füllen. Das hat jetzt aber sehr gut geklappt. Hier hat man auch so ein paar kleine Lücken, aber das ist ja nur gerade ein Motiv, da fällt das ja überhaupt nie auf. Das gefällt mir. Wie dreckig die Schablone jetzt eigentlich gerade aussieht, obwohl ich sie ja sauber machen wollte mit dem Aceton. Ich habe sie so nicht so super gründlich gemacht, also ignoriert das so ein bisschen. Aber es sieht einfach so verschliert aus, als würde die schon wochenlang irgendwo auf dem, weiß ich nicht, auf dem Müll gelegen haben. Ja, das mache ich eigentlich auch immer hier mit Wattepads. Ich hatte jetzt aber gerade keine auf die Schnelle gefunden und da habe ich hier die Zilletten nur genommen und ich glaube, die schmieren eher rum als alles andere. Die hier ist jetzt nicht so tief gestanzt, habe ich das Gefühl.
Die finde ich jetzt erstmal so für den ersten Moment ein bisschen entspannter im Handling. Ich nehme mal noch ein anderes Motiv. Hier ist jetzt mal noch so ein abstrakteres Motiv, was man halt auch so ein bisschen kombinieren kann. Also die hier ist wirklich nie so tief gestanzt. Das Fullcover hier oder fast Fullcover mache ich jetzt auch gleich nochmal. Die finde ich jetzt erstmal ein bisschen angenehmer vom Handling her. Ich muss auch nie so oft abziehen, dass die Farbe runter ist. Der Lack sieht jetzt auch immer mehr mitgenommen aus hier. Der schlägt immer mehr Falten. Das ging jetzt auch sehr gut. Da kann man wie so einen kleinen Cracking-Effekt erstellen. Also das finde ich richtig cool. Die Falten müsst ihr euch jetzt da mal wegdenken, ne? Also diese Schablone hier, die Y239, die finde ich richtig gut. Die andere, wie gesagt, ist mir fast ein bisschen zu tief gestanzt. Das ist jetzt nie ganz so schlimm. Ich weiß nicht, vielleicht hier auch nicht so, aber auf jeden Fall, das, was ich jetzt hier ausprobiert habe, fand ich jetzt nie ganz so anwenderfreundlich, sage ich jetzt mal. Aber bei solchen abstrakteren Motiven fällt es jetzt natürlich vielleicht auch nie ganz so oft, wenn da mal irgendwo was fehlt oder das Motiv nie so super exakt übertragen wurde. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre das hier mein Favorit. Und um jetzt mal so langsam auch mal zum Ende zu kommen, weil ich schon wieder ewig und 3 Tage hier am Rumwerkeln bin. Das Teil hier wollte ich euch aber trotzdem noch zeigen. Das ist so für so eine, hier solche Spider-Gele, dass man da gleich so mit dem Ding rein kann und, zeige ich euch gleich mal. Aber was vor uns gleich als erstes mal passiert ist, oh Gott, jetzt habe ich viel zu sehr dran gezogen. Okay, die Teile hier, die kommen eben entgegen, die sind irgendwie nur so ganz leicht hier reingesteckt und die kann man sich dann so zurechtbiegen und dann für dieses Spider-Gel zum Beispiel benutzen. Dass die hier so halblose sind, finde ich echt ein bisschen komisch, muss ich sagen. So, ich habe mir jetzt mal das Spider-Gel geschnappt, mir hier so einen Tipp genommen, auf dem ich das jetzt ausprobieren will und habe mir jetzt mal hier 3 zurechtgebogen. Also die sind halt gar nie fest und ich glaube, das wird jetzt ziemlich schwierig, damit irgendwie was Gutes hinzukriegen. Aber ich probiere es jetzt trotzdem mal. Also man geht dann mit denen hier rein. Hat dann so eine schön 3 Striche in gleichmäßigen Abständen. Ich bin jetzt auch nie ganz so Spider-Gel geübt, muss ich sagen. Da muss ich mich auch noch mal so ein bisschen mehr damit beschäftigen. Okay, warte mal, der in der Mitte ist jetzt viel dicker. Bewege das mal so hier ein bisschen hin und her, um die gleichmäßig zu tränken. Also ja, man kann damit schon parallele Linien erschaffen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was hier mit dem Fokus schon wieder nicht stimmt. 2 Linien mit EMA-Schlupp, das ist jetzt sogar noch ziemlich gut möglich. Bei der dritten sieht man ja schon hier oben, das ist so ein bisschen, passt nie so ganz ins Bild. Kann jetzt natürlich auch meine Schuld sein. Ich bin jetzt auch wirklich hier nie Profi, was das angeht. Hier, jetzt kommt mir aber hier so einer rübergeflogen. Der hat jetzt eigentlich hier überhaupt nichts zu suchen. Wäre es ein bisschen besser hier fest und alles, dann könnte man das vielleicht sogar wirklich noch als praktisch bezeichnen. Ja, gut, ich belasse es jetzt mit diesem Teil hier. Ich glaube, wir wären keine Freunde. Genau. Ich hoffe, es hat euch eben auch ein bisschen gefallen, zuzuschauen, wie ich die Sachen ausprobiere. Und dann hoffe ich, dass das Video jetzt nie komplett versaut ist durch den falschen Fokus, den ich da eingestellt hatte. Das war's dann jetzt soweit erstmal mit dem Video. Und da bedanke ich mich fürs Einschalten und wünsche euch dann jetzt erstmal noch ein schönes Wochenende. Und dann hoffe ich, dass ihr im nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich erstmal ciao.